Herzlich willkommen bei unserem Digital Talk, heute mit Stefan Balling, Vice President R&D. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Sandra. Stefan, wie auch bei allen anderen Kollegen würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht erstmal vorstellst, damit die Zuschauer so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wer du bist und was hier deine Verantwortung ist. Ich heiße Stefan Balling, bin seit mittlerweile 11 Jahren in der Kennzeichnungsbranche tätig und durfte davon 5 Jahre hier bei der König & Bauer Coding verbringen und bin hier in der Verantwortung für die Produktentwicklung und seit kurzem auch in der Verantwortung für die Montage. Großer Verantwortungsbereich. Ich starte vielleicht mal mit der Entwicklung. Was ist euer Fokus dort gerade? Das Thema Digitalisierung treibt uns in der Entwicklung auch um und beschäftigt uns sehr, wobei man dazu sagen muss, dass unsere Geräte, die wir bisher entwickelt haben, nie isoliert waren, sondern sie waren immer wieder vernetzt, mussten Chargennummern, Haltbarkeitsdaten mit anderen Komponenten austauschen und auf das Produkt bringen. Aber wir dürfen uns auf dem, was wir bisher geleistet haben, nicht ausruhen und müssen uns auch immer wieder überlegen, welche Möglichkeiten bietet denn die Digitalisierung für uns und was können wir davon nutzen, um dem Kunden noch ein besseres Produkterlebnis zu bieten. Wenn ich mir das jetzt angucke und sage, Mensch, ihr müsst da ganz schön viel im Blick haben und so, wie macht ihr das konkret? Wie setzt ihr das um, dass ihr trotzdem fokussiert bleibt, dass ganz klar ist, das muss am Ende das Ergebnis sein? Was ist da euer Erfolgsgeheimnis? Da ist mit Sicherheit die Art und Weise, wie wir an die Produktentwicklung herangehen, ein ganz wichtiges Kriterium. Wir arbeiten da nicht isoliert, sondern immer wieder im Verbund. Das Produktmanagement ist ein sehr wichtiger Partner für uns in der Entwicklung. Und so ist der Produktmanager Auge und Ohren am Markt und liefert uns den Input, was denn benötigt wird. In der Umsetzung müssen wir dann immer wieder entscheiden, welche Anforderungen denn da sind. Wenn die Anforderungen noch vage sind, ungenau, müssen wir andere Methoden und Herangehensweisen wählen, als wenn wir ganz konkret eine Kundenanforderung umsetzen müssen. Da hat sich in jüngster Zeit die agile Arbeitsweise bei uns in der Entwicklung etabliert und wir nutzen dort auch Scrum. Aber es ist durchaus auch denkbar, dass wir andere Methoden wie Lean Startup und Design Thinking verwenden und nutzen, wenn die Anforderungen noch ungenauer, noch vager werden und wir unbekanntes Terrain betreten. Die Methoden, die ich gerade genannt habe, zielen immer wieder darauf ab, mit wenig Aufwand ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und das sieht man auch in der Arbeitsweise, die wir in der Montage an den Tag legen. So nutzen wir dort auch Lean-Konzepte und setzen Prozesse à la KVB um dort kontinuierlich uns weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und das gilt genauso auch in der Entwicklung. Sehr schönes Zusammenspiel, merkt man ja auch, dass es sehr, sehr gut miteinander passt. Wenn wir jetzt, ich sag mal, die Digitalisierung angucken und die ganzen Methoden, die du gerade auch beschrieben hast, wie siehst du das im Zusammenspiel? Geht es nur miteinander, um dort dann auch wirklich weiterzukommen? Das geht nur im Miteinander, da bin ich ganz bei dir, Sandra, weil auch die Kunden, der Markt weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wohin uns die Reise führt im Zusammenspiel mit der Digitalisierung. Da ist noch nicht alles geklärt. Und so wie ich gesagt habe, ist es wichtig, die geeigneten Methoden und Werkzeuge hier zu verwenden. Und ich bin davon überzeugt, dass die agile Arbeitsweise oder andere Methoden, bei denen wir mit dem Kunden, auch unseren Inhouse-Kunden, das Ziel dann erst erarbeiten, uns hier ganz entscheidend weiterhelfen, am Ende ein gutes Ergebnis abzuliefern. Ist das, ich sag mal, man merkt ja, dass das wirklich ein Thema ist, für das du brennst und wo du auch eine Vorreiterrolle hier im Unternehmen hast und das du vorantreibst. Was ist da so deine eigene Motivation, da so voranzugehen und solche Methoden zu implementieren? Also das lässt sich sowohl auf die Montage als auch die Entwicklung übertragen, was mich da antreibt und motiviert.
Ich möchte gerne ein Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter und Kollegen schaffen, für das, auch wenn sie nur vorübergehend und zeitweise hier bei uns beschäftigt sind, sie sagen, sie hatten eine gute Zeit und sie haben bei uns aber auch etwas gelernt, etwas Neues gelernt, neue Methoden, sie nehmen etwas mit und sind stolz darauf, hier bei uns zu arbeiten, bei König und Bauer Coding. Das wäre eigentlich mein Wunsch, das ist das, was mich antreibt und weshalb ich auch mich mit neuen Methoden, mit neuen Konzepten so auseinandersetze. Schöner Ansatz, sehr, sehr innovativ. Vielen Dank für das informative und gute Gespräch und hoffentlich bis bald. Danke. Danke, Sandra.